Diese Funktionen haben mein Instagram-Profil auf ein ganz neues Level gebracht. Hallo, ich bin Josie Meloni aus Mainz und wir zeigen euch heute unsere besten Foto-Hacks. Ich bin Cynthia und ich zeige euch heute, wie ihr Licht für eure Fotos nutzen könnt. Ich bin Julia und ich zeige euch heute, wie ihr eure Insta-Fotos auf das nächste Level hebt. Und zwar sind wir heute in Berlin und versuchen, die coolsten Ecken fotografisch festzuhalten. Ihr werdet euch wundern, was der richtige Einsatz von Licht mit den Fotos macht. Meine Selfies mache ich heute nicht im Sonnenlicht draußen, sondern hier in der U-Bahn-Station Hafen City mit den coolen, bunten Lichtern. Achtet mal drauf, von wo das Licht kommt und wie ihr euch dazu hinstellt. Wenn ihr seitlich zum Licht steht, habt ihr die besten Kontraste und das Bild sieht viel schöner aus. Seitliches Licht ist nämlich sehr vorteilhaft fürs Gesicht. Wenn eure Fotos professioneller aussehen sollen, achtet auf eure Komposition. Das bedeutet, wo sich die Dinge in den Bildern befinden. Dabei hilft euch die Rasterfunktion, die könnt ihr in die Kameraeinstellungen aktivieren. Die Rasterfunktion zeigt euch, wo das Bild gedrittelt ist. Das sieht fürs Auge besonders harmonisch aus. Stellt euch oder eure Freunde auf diese Linien und euer Foto sieht gleich professioneller aus. Wenn ihr mehr Tipps und Tricks sehen wollt, abonniert den Kanal. Wir zeigen euch heute die perfekten Spots, um ein gutes Foto vor einem Denkmal zu machen. Und hier seht ihr zum Beispiel den Mainzer Dom. Ich stehe gerade an einer Stelle, die von den Touris sehr beliebt ist. Aber ihr seht, es sieht gar nicht mal so schön aus. Also es lohnt sich, den Blickwinkel zu wechseln und ums Gebäude herumzulaufen. Wahrzeichen Challenge accepted. Ich zeige den euch jetzt einmal. Das sieht doch schon viel besser aus. Hier ist der Platz für das perfekte Selfie. Jetzt ist die nächste dran. Besonders wenn euer Wahrzeichen so groß ist wie der Fernsehturm, müsst ihr für ein gutes Selfie eine ganze Ecke weggehen. Ich mache die Wahrzeichen-Challenge jetzt mit euch hier in Hamburg mit Elbphilharmonie. Ich kann jetzt leider nicht weiter weggehen, daher nehme ich nur einen kleinen Teil des Gebäudes auf, den man gut erkennt. Was sind eure besten Foto-Hacks? Schreibt es in die Kommentare. Ein Quick-Tipp von mir zwischendurch: Wenn ihr ein Objekt im Vordergrund scharf stellen wollt, haltet es einfach gedrückt. Das sorgt nämlich für eine schöne Unschärfe im Hintergrund und euer Bild hat viel mehr Tiefe. Für das nächste Bild habe ich mir diesen Torbogen rausgesucht. Denn ich zeige euch heute einen Blickwinkel-Hack. Und zwar, wenn ihr den Oberkörper fotografieren möchtet, dann müsst ihr das Foto von oben machen, weil ihr dann einfach schlanker ausseht. Und wenn ihr den Ganzkörper fotografieren möchtet, dann setzt ihr die Kamera weiter unten an. Damit schummelt ihr euch nämlich richtig schöne lange Beine. Bei der Perspektiv-Challenge suchen wir uns die ungewöhnlichsten Perspektiven. Für die Froschperspektive musst du ganz weit runter gehen und das Handy einfach Richtung Himmel kippen. Dann sieht das Modeln echt cool aus und der Schuh kann gut in Szene gesetzt werden. Die Froschperspektive ist zwar cool, aber die Vogelperspektive hat noch eine ganz andere Wirkung. Mein Tipp ist für euch: Je größer der Höhenunterschied, desto besser funktioniert die Vogelperspektive. Und deswegen laufen wir jetzt die Treppen hoch. Auch bei schlechtem Wetter kann man schöne Fotos machen. Ich zeige euch heute die Spiegelperspektive. Von uns gibt es jetzt 3 Tipps, wie euer Posing auf Bildern noch besser wird. Um eure Porträts noch spannender zu machen, könnt ihr eure Hände dazu nehmen. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr könnt euch zum Beispiel einen Pulloverkragen passen oder an euren Haaren spielen. Wenn ihr eine Brille tragt, könnt ihr auch die Brille richten. Oder ihr legt eure Hand nachdenklich ins Gesicht. Eine Pose, die ich gerne mache, ist ein Schritt nach vorne und der Blick über die Schulter. So ist das Bild dynamisch und das Gesicht hat ein schönes Profil.
Mein Posing-Tipp für euch, statt euch gerade hinzustellen, kreuzt mal die Beine, macht eure Hand in die Hüfte und schon habt ihr eine bessere Figur. Posing ist wichtig, um die Bilder einfach lebendiger wirken zu lassen. Das muss man zwar ein bisschen üben, aber mit ein paar Tricks bekommt man es echt gut hin. Das Allerwichtigste ist einfach nur, dass es natürlich aussieht und ihr Spaß dabei habt.